Valletta, wir machen einen Ausflug. Jetzt alles über Klischees. Wir müssen den Klischees nachgehen. Was ist Kolumbien in Europa? Drogen, Escobar, Wald. Urwald hat mir mal ein Arzt gesagt. Wird spannend. Und wir haben auch ein deutsches Klischee für euch. Also nehmen wir ein Taxi. Ja, das Alles klar, los geht's. Pablo Escobar, drogas, cocaína, todo eso. ¿Cómo es eso por los colombianos en general? ¿Qué pasó, pasó? Que quedó la historia. Ja, der Taxifahrer erklärt uns, dass der Krieg ja früher war und auch heute wird er immer wieder auf dieses Thema angesprochen. Er scheint ein bisschen genervt. Der Krieg ist vorbei, sagt er, es ist heute sicher in diesem Land. Sí, pero en Colombia, en general, seguridad, ¿cómo es hoy? Bien. Bien, ¿cierto? Eso quedó a la historia. Eso fue la historia. Eso es el pasado. Der Friedhof Monte Sacro widerspiegelt die Geschichte Medellins in einem besonderen Ausmaße und ist vor allem auch bekannt für seine schönen Mausoleen und Gräber. Ja, und Tom geht jetzt zur Information, um in Erfahrung zu bringen, wo Pablo genau liegt. Aquí están los tumbas. Para allá. Sí, gracias. Muchas gracias. Macht es nicht so gern da eben da nach diesen Verbrecher eigentlich ja auch zu fragen. Das ist eben dieser Sensationstourismus, wir kommen jetzt hier mit Kamera und allem, oder? Sieht nicht besser aus. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es jetzt, es ist eine schöne Anlage. Itagüí, ein Vorort von Medellin, hat glaube ich etwa 300.000 Einwohner. Ja, machen wir das ein bisschen diskret. Das ist das Grab hier jetzt, eben wie gesagt, es hat auch Touristen und es hat auch Anhänger, kolumbianische Anhänger, weil nach wie vor eben es ist ein ambivalentes Verhältnis gegenüber dieser Persönlichkeit. Einerseits hat er sehr viel Leid verursacht, andererseits hat er natürlich auch vor allem in den Armenviertel Projekte finanziert. Ich glaube, einer der beiden Fußballclubs wurde auch von ihm finanziert, gell? Ja. Und so gesehen war er halt auch populär und heute auch, es gibt immer noch Anhänger eben, und es gibt auch noch Kolumbianer, die kommen da hin und statten das Grab oder das Familiengrab mit Blumen aus. Es gibt auch ein Museum, das ist sein Cousin und den habe ich kennengelernt, der wohnt teilweise in Lausanne in der Schweiz und der hat uns da dann, damals war er vor 3 Jahren, hat uns da herumgeführt. Das ist ein Museum in ich glaube es ist in Poblado, ich weiß gar nicht mehr. Und das war ein Haus, das war komplett mit Geld. Das ganze Haus wurde mit Geld vollgestopft eigentlich, oder? Und das ist nicht das Einzige, das er hatte. Und das ist interessant. Es hat auch noch Autos, die Einschusslöcher haben. Ja, was ich noch ergänzen wollte, ist, auch heute noch suchen Leute nach Geld von Pablo. Er hat es ja auch vergraben. Es gibt gute Dokus, die ihr gerne mal anschauen könnt, über den Sohn, wie er auch zu dieser Gewaltzeit steht. Also er ist heute eher ein Friedensbotschafter, wobei sein Vater genau das Gegenteil war. Eben, er hat ja sogar Flugzeuge gesprengt und das hat dann ihm auch den Rückhalt in der Bevölkerung genommen, weil da kamen alles Leute um, die nichts mit dem ganzen Drogenkrieg zu tun hatten. Er wollte eigentlich einen Präsidentenkandidaten, der gegen die Drogen vorgeht, ausschalten. Aber der war gar nicht auf dem Flug schlussendlich. Also völlige unnötige Terror, muss man sagen. So, eben wie gesagt, es gibt hier weitere Persönlichkeiten, zweifelhafte Persönlichkeiten, muss man sagen, vor allem des Medellin-Kartells. Ja, und Pablo ist rund 30 Jahre tot und trotzdem lebt er in den Stigmas, in unseren Vorstellungen weiter. Für viele hier ist er ein Verbrecher und er hat viel Elend in Familien gebracht. Und ein respektvoller Umgang ist extrem wichtig. Häufig ist es Unwissenheit. Auch die T-Shirts mit Pablo, eine Beleidigung, das macht man nicht. Es läuft auch kein Kolumbianer mit einem Nazi-T-Shirt in Deutschland rum. Auch der Bürgermeister ärgert sich über diese Sensationslust und die Befeuerung dieser Stigmas extrem. So war ein Sänger, sogar in Medellin, ist er aufgetreten und hat ein Pablo Escobar T-Shirt getragen. Una camiseta de ese mafioso. Miren, eso es un insulto a la ciudad y a las víctimas y al país. Quien tanto daño le hizo
a nuestra ciudad, no puede ser un referente ni mucho menos el faro moral. Don Jay Álvarez en el lanzamiento de la Feria de las Flores por lucir una camiseta que aludía a Pablo Escobar. A todos los que vengan a nuestra ciudad tienen que respetar a miles de víctimas. Wo ist echt das? Da hinten ist die. Das wollen wir aber nicht im Detail jetzt da recherchieren, um das geht es uns nicht. Und wenn wir die nicht finden, ist es auch nicht so tragisch. Ich denke, wir wollten einfach mal zeigen, dass er einerseits tot ist, dass sich die Zeiten geändert haben und dass es trotzdem immer noch ein bisschen ambivalent ist, aber es ist nicht mehr so, dass es irgendwie Kolumbien gleich Escobar wäre, überhaupt nicht. Aber es gibt einige Anhänger, das muss man sagen, auch in der Bevölkerung und dann halt vor allem dieser Tourismus und halt einfach diese Serien auch, die Narcos und so weiter, hat das ganze Klischee nochmals zusätzlich befördert. Und viele haben einfach das Gefühl, es sei nach wie vor so, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich denke schon, nach und nach gerät er auch in Vergessenheit. Man muss sich halt einfach informieren und schauen, wie die Dinge wirklich sind. Aber ja, ich habe es jetzt irgendwie gesehen. Ich war noch nie hier, ehrlich gesagt. Muss es eigentlich auch nicht haben. Für was auch? Ja. Und ich denke, das war's auch. Wir gehen jetzt, Rötschi. Deutsche und Schweizer sind zwar sehr beliebt hier, aber da herrschen dann auch einige Klischees. Schauen wir uns das an, das ist nicht minder besser. Hier ein Scheck, den habe ich in diesem Museum aufgenommen von Pablo Escobar. Das ist ein Scheck von ihm, den er bei der Schweizer Bank UBS, das sieht man ja, eingelöst hat. Und obschon das Bankgeheimnis ja seit einigen Jahren nicht mehr existiert, sind wir Schweizer halt immer auch sofort assoziiert mit Schwarzgeld und Drogengeld. Ja genau, und auch wir Schweizer, wir unterliegen einigen Klischees hier in Kolumbien. Wir sehen, es ist ja nicht mal nur das Bankgeheimnis, das nicht mehr existiert, es geht weiter, unterdessen existiert der automatische Informationsaustausch. Ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das musste der Polizeikommandant von der Polizeischule in Baie de Cauca schmerzlich erfahren. Dies aufgrund von Klischees. Sie hatten eine Seminarwoche, wo sie Europa darstellen und deren Polizei. Und die USA, die scheint nicht besser wegzukommen. Ja, da sind wir Schweizer Geldwäscher noch sehr gut bedient. Der Vorfall führte zu einer diplomatischen Intervention und zu einem weltweit hohen Medienecho. Man sieht, was passieren kann. Cultural, un evento con los símbolos nazis, es conferencista en materia de toma de decisiones. En esta ocasión tomó la peor de su vida policial. Carlos Cárdenas. Esta semana, la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, Valle del Cauca, bajo su dirección, protagonizó un escándalo internacional porque él y sus hombres tomaron una decisión absurda: celebrar un día de la Semana Cultural en homenaje a Alemania, pero disfrazándose y disfrazando algunos espacios de la escuela con símbolos nazis. Ja, liebe Zuschauer, wir sind uns natürlich völlig bewusst, dass das Thema um die Nazis ein sehr sensibles Thema ist. Es geht uns in diesem Video auch nicht darum, das irgendwie auszuspielen, gegenüberzustellen. Dafür ist das Thema zu ernst. Es geht darum, die Stigmas zu präsentieren. Hier in Savanetta sind wir, wie ihr seht, in einem ganz normalen Vorort. Es lebt und jetzt zeigen wir euch, wie groß das Unwissen ist und um die Tragweite dieser Zeit hier in Kolumbien, ja, die ist nicht bewusst. Vielleicht eben genauso wie auch die Tragweite des Elends von Pablo Escobar in Deutschland oder ganz Europa nicht bewusst ist. Wir sind auch Tausende von Kilometern voneinander entfernt. Kolumbien, so viel ich weiß, war nicht involviert in den Zweiten Weltkrieg. Deshalb ist das Thema hier auch nicht prominent oder problematisch. Doch ganz kurz aus dieser Bar hier hinten das Bild von Hitler, um nochmal zu illustrieren, wie die Unwissenheit ist. So, jetzt gehen wir in diese Bar, schauen, dass das neben anderen Persönlichkeiten hier auch ein Foto von Adolf Hitler hat. Schaut mal, neben anderen Prominenten. Es ist unglaublich, niemand stört sich daran, seit Jahren hängt Adolf Hitler hier völlig gedankenlos in dieser Bar. Und ja, so ist es halt. Und mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns und
Wir hoffen, ihr kommt einmal Kolumbien besuchen. Con sus mejores amigos de la cárcel se escapó. Por tierra, aire y mar a Pablo lo perseguían. Con 100 o más escuadrones, vivo o muerto lo querían.